Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. In diesem Video geht es um das Thema Masdevallia. Masdevallia, eine Orchideengattung aus Süd- und Mittelamerika. Dort kommen sie vor, bzw. sind verbreitet vom Süden Mexikos bis in den Süden Brasiliens. Wenn man jetzt diese Länder hört, Mexiko, Brasilien, das klingt doch schon nach Sommerurlaub, Wärme, richtig Strandfeeling. Aber ganz weit gefehlt, Masdevalien mögen es kühl, denn Masdevalien wachsen in den kühleren Nebelwäldern in Süd- und Mittelamerika und kommen dort bis in Höhen von 2000 Metern vor. Und das ist eigentlich auch schon ein richtig wichtiger Hinweis, wie man diese Pflanzen kultivieren muss, nämlich deutlich kühler als zum Beispiel Phalaenopsis oder Vanda oder Asconcentrum. Masdevallia mag es zudem auch durchaus feuchter als zum Beispiel Phalaenopsis und deswegen dachte ich mir, ja, perfekt für die Kultur in Colomi, wobei es nicht heißt, dass Colomi jetzt so ein feuchtes Substrat ist, denn es ist ja ein Zeolit, welches behandelt ist mit Pollionen, also beschichtet wurde, sodass dann die Oberfläche trocken ist und das Wasser in dem Substrat gespeichert wird. Und deswegen dachte ich mir, ich habe mir vor kurzem so bunte Trinkgläser gekauft und da kam ich praktisch, als ich die Gläser gesehen habe, zeitgleich auf die Idee, hey, da könnte ich doch so ein paar schicke Masdevalien reinpflanzen. Und deswegen habe ich das jetzt gemacht. Ich sage euch jetzt kurz, welche Arten ich gekauft habe. Und zwar ist das hier die Masdevallia tovarensis. Dann habe ich hier eine im Vergleich deutlich größere Masdevallia. Und zwar ist das die Masdevallia ignea. Dann habe ich noch eine Masdevallia barleana, die hat rosa-pinke Blüten. Und dann habe ich mich noch für eine Masdevallia coccinea entschieden. Und das ist auch eine Pflanze, die im Vergleich zu den anderen Pflanzen recht groß wird. Das heißt, es wird sehr interessant, wie die sich praktisch in Colomi entwickeln. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die Idee habe ich ohne Spaß jetzt schon mindestens ein Jahr. Und deswegen dachte ich, jetzt wird es Zeit, das einfach mal umzusetzen. Masdevalien sind an und für sich in der Kultur wirklich sehr einfach. Als ich mit dem Thema angefangen habe, hatte ich einige Pflanzen wie diese hier in Kokossubstrat gepflanzt. Ich hatte aber auch einige Pflanzen, die sind in Sphagnum-Moos gewachsen. Beides hat gut funktioniert, wobei die Sphagnum-Moos-Variante die bessere war, zumindest damals. Jetzt wird es spannend mit Colomi. Und Moos ist eigentlich selbsterklärend, in Nebelwäldern wächst viel Moos, deswegen passt das doch ganz gut bei Masdevallia. Masdevalien wachsen in aller Regel epiphytisch, das heißt auf Bäumen als Aufsitzer, können aber auch lithophytisch, also auf mineralischem Boden wachsen und vorkommen. Deswegen würde ich sagen, mineralischer Boden ist super. Mit Colomi ist ja ein Zeolit mineralisch und deswegen pflanzen wir die Pflanze in Colomi ein. Zunächst einmal werden wir die Pflanzen vom Substrat befreien. Das heißt, wir nehmen hier die Masdevallia ignea und befreien sie einfach vom Substrat. Und wir sehen hier schon, diese sind in Sphagnum-Moos kultiviert worden. Das muss natürlich auch weg. Der Großteil des organischen Bestandteils, der hier vorhanden ist, was wir allerdings auch feststellen können, ist, die Wurzeln, die hier enthalten sind, die sind nicht mehr gut. Das heißt, kleiner Kritikpunkt an der Stelle, die Pflanzen habe ich ja frisch bestellt, extra für dieses Video. Deswegen die alten Wurzeln, die hier kaputt sind, ist natürlich schon ein bisschen schade. Und das macht jetzt aber nichts. Beim Umtopfen würde ich empfehlen, dass ihr einfach nur diese alten Hüllen wegmacht, das Velamen, weil das wird so oder so verrotten. Und das hier, diese stabilen Fäden in der Wurzel, die geben der ganzen Sache dann später trotzdem noch Halt und die verrotten relativ langsam. Aber was wir auch sehen können, hier kommen schon neue Wurzeln. Das heißt, das begünstigt praktisch, was wir vorhaben. Jetzt könnte man das Ganze natürlich auch noch unter Wasser abspülen, dass wirklich alles weg ist, dass wir alles entfernt haben. Aber diesen Schritt spare ich mir. Ich mache im Gegenteil einfach nur das alles weg, was vermutlich so oder so weggespült werden würde. Und dann sollte das auch schon passen. Das heißt, hier noch die alten Teile weg. Und jetzt entscheide ich mich für ein Glas. Das kann ruhig kunterbunt sein, deswegen habe ich hier diese kunterbunten Gläser.
Und was jetzt wichtig ist, wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass hier am Boden ein paar Wurzeln sind. Wenn das jetzt wie hier bei dieser Pflanze ist, dass wir praktisch keine Wurzeln haben, die unten an den Boden reichen, dann setzen wir diese Pflanze erst ganz nach unten. Früher oder später wird die Orchidee nämlich die Wurzeln natürlich wachsen lassen und dann kann man sie immer stückchenweise ein bisschen nach oben ziehen und mit frischem Substrat auffüllen. Oder wenn man festgestellt hat, unten ist alles durchwurzelt, zieht man die Pflanze entsprechend einfach nur aus dem Gefäß raus, schüttet das Substrat in ein anderes Gefäß und setzt das Ganze nochmal neu an und topft einfach nochmal frisch ein. Das ist nämlich der Riesenvorteil von Kolomi. Ich nehme jetzt hier das weiße Kolomi, sorge dafür, dass hier unten Wurzeln sind und fülle das einfach nur rein. Es muss einfach nur reingestreut werden. Jetzt muss man das Ganze ein bisschen umgreifen, kann ruhig ein bisschen schütteln, das schadet jetzt soweit nicht. Und dann macht man das einfach von der anderen Seite auch und schon ist man an und für sich fertig. Jetzt im Grunde ist schon die ganze Pflanze eingepflanzt. Steht jetzt natürlich ein bisschen wackelig noch drin, da kann man ruhig noch etwas höher schütten. Das schadet an und für sich nicht. Und schon ist das Ganze richtig optimal. So ist die erste Pflanze, die Masdevallia ignea, eingepflanzt. Und jetzt gehen wir praktisch von Pflanze zu Pflanze und machen das ganze Thema einfach mal durch. Diese hier ist im Gegensatz zu der anderen Pflanze richtig gut bewurzelt. Das heißt, hier werden wir gar keine Probleme haben bezüglich Einpflanzen in Kolomi. Beziehungsweise wir hatten bei der anderen Pflanze auch gar keine Probleme. Hier machen wir auch nur das Gröbste einfach weg. Ich zeige euch in zukünftigen Videos, dass das an und für sich auch vollkommen ausreichend ist. Wenn jetzt hier so ein bisschen Moos drin ist zwischen den Pflanzen, dann würde das auch nichts machen. Das würde sich halt einfach im Glas ansiedeln. So, jetzt ist das Gröbste und Schlimmste weg. Vermutlich sind das hier auch 2 Pflanzen. Könnte man jetzt theoretisch auch hier einfach schnipp oder halt auseinanderziehen. Da hätte man schon 2 Pflanzen. Jetzt mal gucken, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Vielleicht mache ich das auch jetzt. So, jetzt hat man hier 2 Pflanzen. Ihr habt es gesehen, einfach auseinanderziehen. Das heißt 2 Tovarense oder Tovarensis. Jetzt sind die Orchideen hier vorbereitet. Wir sehen hier den helleren Austrieb. Das ist der Fronttrieb. Darauf müssen wir achten, wenn wir das Ganze einpflanzen. Machen nochmal einen kleinen Check, dass da nicht irgendwo nochmal Rinde vorhanden ist. Und dann nehmen wir ein Glas, wieder irgendeins, nehmen wir doch mal das rote. Jetzt sehen wir, kommen wir mit den Wurzeln schon ganz nach unten, ganz leicht. Das heißt, diese Pflanze können wir im Prinzip auch deutlich höher einpflanzen. Ich denke mal, man sieht so, wie es durchscheint durch das Glas. Und gleiche Methode wie vorhin. Und dann nimmt man einfach das Kolomi, hält die Orchidee praktisch auf der Höhe fest. Kann ruhig auch ein bisschen höher sein. Nicht, dass die Wurzeln ganz unten sind, weil durch das Kolomi werden die natürlich auch ein bisschen nach unten gedrückt. Dann muss man das Ganze wieder umdrehen. Sorgt gleich dafür, dass die Pflanze einigermaßen gerade steht. Schüttelt noch mal ein bisschen nach. Kann dann auch noch hinter der Pflanze, auch von mir aus mit dem Finger ein bisschen vorsichtig sein, muss nicht unbedingt drücken. Und dann füllt man noch mal so eine Lage auf. Und dann ist auch praktisch diese Tovarensis eingepflanzt. Und da ich ja jetzt noch eine zweite Pflanze habe, können wir das gleiche ganz einfach nochmal machen im gelben Glas. Hier sieht man auch, wie lang die Wurzeln schon sind. Die reichen praktisch bis zum Boden. Das heißt, die Pflanze kann ruhig ein bisschen höher angesetzt werden. Dann hält man sie fest. Und schüttet das Kolomi rein. Was man beim Masdevallia machen kann, weil die gerne links und rechts und überall seitlich austreibt, dass man die Pflanze praktisch mittig im Glas ansetzt und dann entsprechend das Substrat hineinfüllt. Bisschen gerade schütteln und schon ist auch die jetzt dritte Pflanze eingepflanzt. Insgesamt waren es ja 4, die ich bestellt habe.
Deswegen gehen wir jetzt zur nächsten Pflanze über. Das ist die Barleana. Die Barleana hat ja pinke Blüten. Und jetzt überlegt man sich, was würde denn da ganz gut passen? Vielleicht so orange. Komm, wir nehmen das lilane Glas. Lila und pink ist eigentlich auch ganz schick. Und hier sehen wir, es sind auch schon schöne neue Wurzeln entstanden oder vorhanden. Und deswegen hier das Gröbste wegmachen. Schaut auch wieder so aus, als ob es hier zwei Pflanzen sind. Jetzt machen wir das so. Wir lassen die Pflanzen jetzt zwar auch nicht zusammen, sondern jetzt machen wir etwas, was praktisch dafür sorgt, dass mehr Triebe kommen. Wir nehmen die Pflanze auseinander. Das heißt, wir brechen sie einfach bloß auseinander. Ihr habt es gesehen, wie es funktioniert. Und dann haben wir bei dieser einen Pflanze einen Fronttrieb, der in diese Richtung geht. Und dann drehen wir die andere abgebrochene Pflanze so um, dass wir in die andere Richtung einen Fronttrieb haben. Und dann können wir die so einpflanzen, dass sie wirklich am Ende richtig buschig wird. Und ich hoffe, das werden wir dann in den nächsten Wochen auch sehen. Ihr seht es auch, hier die Wurzeln passen super gut rein. Das heißt, hier ist noch eine Wurzel, die ist nicht mehr so gut. Wir stecken das jetzt einfach hier ins Glas, halten das wieder schön fest, dass es in der Mitte ist und füllen mit Colomi auf. Jetzt das Ganze nochmal von der anderen Seite. Ja, hier sind noch ein paar vertrocknete Teile, die kann man noch wegmachen. So. Und jetzt füllen wir das Ganze mit Colomi auf. Müssen nur aufpassen, dieses eine Teilstück mit dieser einen kleinen Wurzel ist schon abgebrochen. Das heißt, das setzt sich jetzt einfach mal an. Ist nicht so schlimm, wird anwachsen. Und ich fülle jetzt auf. Und dann war es das auch schon bei der Tovarensis. Ne, das war die Barleana. Entschuldigung. Tovarensis hatten wir ja schon. So, jetzt war das hier in diesem Fall auch schon passiert. So, jetzt kommen wir zur Masdevallia coccinea. Klingt nach roter Blüte und dürfte auch ganz gut hinhauen. Und wir sehen hier, wie viele große, tolle Wurzeln wir haben. Und deswegen befreien wir die jetzt auch hier von dem ganzen Pinienrinden und Moosbestandteilen. So, sollte eigentlich passen. Hier ist noch so ein altes Pflanzenteil. Man sieht hier schöne neue Wurzelspitzen. Die schauen natürlich komplett anders aus als bei zum Beispiel einer Phalaenopsis oder einer Vanda, denn hier sind die Wurzeln komplett weiß und unterscheiden sich im Grunde eigentlich nicht wirklich von den anderen Orchideenwurzeln. Aber da die Pflanzen ja so wachsen, dass die Wurzeln wirklich entweder im Moos wachsen oder im Substrat wachsen, schauen die halt komplett anders aus. Jetzt nehmen wir hier in diesem Fall das grüne Glas. Und ich hatte schon damals gedacht, ja, diese Pflanze wird eigentlich riesengroß. Also wer die Masdevallia coccinea kennt, der weiß, das können teilweise richtig große Pflanzen werden. Deswegen wird vermutlich dieses Glas relativ schnell oder über kurz oder lang einfach mal zu klein sein. Macht aber nichts. Denn im Moment funktioniert es auf jeden Fall noch. Und dann füllen wir das Ganze einfach mit Colomi auf. Vorteil ist bei Colomi, das lässt sich eigentlich so gut verarbeiten, dass man hier nicht nachstopfen muss. Jetzt bin ich froh, dass das eigentlich fast gereicht hat. Jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig, aber ich habe hier noch einen Rest. Rest weißes, feines Colomi. Und das verarbeite ich jetzt einfach. Ich habe mir jetzt gedacht, bei den bunten Gläschen ist eigentlich ganz gut, wenn man das weiße Colomi reinmacht. Man hätte natürlich auch farblich angepasstes Colomi nutzen können. Und schon sind wir mit unseren Orchideen fertig. Mit unseren Masdevalien aus Süd- und Mittelamerika, die es ein bisschen kühler und feuchter mögen. So, das war's.
So, im Grunde war es das schon. Vom Materialeinsatz habe ich im Grunde ja nur diese eine Tüte Colomi eingesetzt. Den kleinen Rest aus der alten Tüte, den kann man, denke ich mal, vernachlässigen. Und ich denke mal, im Prinzip habt ihr es verstanden. Jetzt nach dem Einpflanzen in Colomi sollte man natürlich die Pflanzen auch gießen. Das ist bei Masdevallia wichtig, weil die mag ja eine deutlich höhere Luftfeuchtigkeit aufgrund der Herkunft in den Nebelwäldern von Süd- und Mittelamerika. Im Gegensatz zu anderen Orchideen, wo eventuell das Wurzelwerk Schaden genommen haben kann, sollte man hier einfach mal gleich einen Schluck Wasser hineingeben. Ich denke mal, vom Prinzip habt ihr es verstanden, wie man das macht beim Einpflanzen. Das heißt, wenn ihr eine Pflanze habt, die wie diese Coccinea sehr viele Wurzeln hat, dann könnt ihr die natürlich weit oben ansetzen und dann passt das Ganze schon ganz gut und dann müsst ihr einfach bloß Colomi auffüllen. Anders war das ja natürlich hier bei der allerersten, bei der Masdevallia ignea. Die hatte so gut wie keine Wurzeln. Das bedeutet, Pflanzen, die praktisch kaum Wurzeln haben, setzt ihr auf jeden Fall deutlich tiefer im Gefäß an. Dann füllt ihr auf, so gut, dass die Pflanze stabil steht. Und wenn sie dann mehr Wurzeln ausgebildet hat, könnt ihr aufgrund dessen, dass das Colomi ja so locker ist, die Pflanze einfach ein bisschen rausziehen und dann wieder mit Colomi auffüllen, wie das jetzt hier bei der Ignea war. Dann hatte ich ja hier die Tovarensis. Wichtig ist bei den Masdevalien, habe ich ja gesagt, weil die gerne links und rechts neue Triebe ausbilden, setzt die Pflanze am besten in der Mitte an. Bei dieser Pflanze hier, die war ja hier an der Seite, hat sie nicht so viele neue Triebe gehabt, sondern sie hat einen richtig starken Fronttrieb gehabt. Deswegen habe ich sie hier an die Seite gesetzt mit den alten Trieben, wo natürlich aber auch neue Triebe sich bilden können und so, dass die Fronttriebe, je mehr die ausbilden, nach vorne eben noch richtig viel Platz haben. Genau, und dann die Barleana, da habe ich das also gemacht, dass ich sie mittig gesetzt habe und hier dieser Teilstück der Tovarensis, den habe ich entsprechend in ein eigenes Glas gepflanzt, dann natürlich auch zentral, da muss man schauen, wie sich es entwickelt. Bei so einer großen Pflanze, die könnt ihr natürlich auch brechen und dann gegenseitig, gegenläufig einpflanzen, sodass der eine Trieb in die Richtung geht, der andere Trieb in diese andere Richtung geht. Das Schöne an Masdevallia ist im Grunde, man kann die wirklich sehr stark teilen, dass sie dann richtig viele Triebe ausbildet, aber das zeige ich euch zukünftig in den anderen Videos. Wenn ihr jetzt noch weitere Fragen habt zum Thema Kultur und Pflege von Masdevallia, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten gebt einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Video mit Colomi oder einem anderen Substrat. Fragen wie immer rein, Kanal abonnieren, weiterempfehlen und tschüss.